Ahoi und willkommen zurück mit der nächsten Folge von Statemanagement, Fortress Mental Health Tutorial von Grannon Walker. Hier ist ein Problem. Ich habe es jetzt etliche Male probiert, er spuckt keine deutschen Untertitel aus. Bei allen anderen Videos geht es, nur bei diesem nicht. Das heißt, wir haben jetzt nur englische Untertitel und ich werde das praktisch Stück für Stück einfach, so gut es geht, mit übersetzen. Was anderes bleibt an der Stelle nicht übrig. Ich möchte auf den Teil nicht verzichten. Schauen wir mal, wie wir zurande kommen. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Also los. Hello folks, welcome to the second part of the state management tutorial. We're going to get straight into it. Es geht gleich los, er heißt alle willkommen. What I want you to do is I want you to get a pen and a piece of paper. Dann sollt ihr euch einen Stift und ein Stück Papier holen. And I want you to write at the top of the piece of paper 2 words: intent and healing. Und auf das Stück Papier kommt oben rauf Absicht und Heilung. This video is part of a course that is for people who are of genuine intent, who really want to heal and Der Kurs ist für Leute, die wirklich die Absicht haben, Heilung zu erreichen. really want to get on with their lives. They're sick of being stuck. They're sick of the mental health issues. They're sick Die es satt haben, krank zu sein, die es satt haben, sich mit psychischer Gesundheit zu befassen, of the emotional flashbacks. They want to get on with their lives. die endlich mit ihrem Leben weitermachen wollen. That's the only people I want to be speaking to right now. Und nur mit denen möchte er gerade reden. Everybody else, you go and do something else. Und die anderen geht weiter und schaut euch irgendwelche anderen psychologischen Inhalte an, wahrscheinlich. Okay? Still with me? That's because you have a real intent to heal. Take out a pen and a piece of paper. If you're struggling in your life right now, this technique I'm going to show you for state management is going to really, really help. Das wird dir jetzt wirklich helfen, wenn du hängen geblieben bist auf deinen Problemen gerade im Leben. So, every day until you feel comfortable. Whenever you need it again in the future, you can do this technique again. Das kann man immer wiederholen an jedem Tag in der Zukunft. You get up a little bit earlier than normal and you write down these 2 words: intent and healing. Wenn du aufstehst, holst du erstmal ein Blatt Papier raus und schreibst halt drauf Absicht und Heilung. A little bit earlier than normal, first thing in the morning, it's nice and quiet, pen, paper, not your phone, a pen with your hand, Nicht das Telefon. which is this appendage on the end of your arm, and you write it in the real world. And you write the words intent and you underline it, and you write the word healing and you underline it. And then you're going to write down some things that you're going to do that day based on your intent that you are healing. Nobody is coming to save you. Keiner wird dich retten, ja. Und du schreibst schön auf, was deine Absicht ist und wie du heilen möchtest. Gleich wird das wahrscheinlich nochmal ein bisschen ausführen. You. I'm not coming to your house. We're never going to be mates. Me and you, we're not going to be friends. We'll probably never meet. Nobody's coming to save you. Er ist nicht dein Kumpel, er wird auch nicht kommen und dich retten. Kein anderer wird dich retten. Der Einzige, der sich heilen kann, bist du selbst. None of the people you're watching on YouTube, nobody's coming. You're an adult now. It sucks to be in the position. Du bist jetzt erwachsen und es ist schlimm und schade, in dieser Position zu sein, aber so ist es. That you're in. I've been there. It's horrible. But if I mollycoddle you and I lie to you, you'll still be here in a year's time. Ja, aber wenn er dich jetzt kuschelt und sagt, wird alles gut, dann bist du im Jahr noch hier, weibliche Psychologie, so. Guck noch mehr von meinen Videos. Ja. Time, in 2 years' time, in 3 years' time. How many good years do we get? How many years of youth and energy do we as human beings get? There isn't time to waste. Ja, das Leben ist kurz. Keine Zeit zu verschwenden. Willst du jahrelang drauf hängen bleiben oder willst du was ändern? I'm not coming to save you. Nobody is coming to save you. You are going to have to dig your way out. And if it means doing a half an hour, 20-minute exercise, Ja, du musst deinen Weg da rausgraben und wenn das sozusagen mit einer Übung erledigt ist, die 20 bis 30 Minuten am Tag dauert, every day, getting outside your comfort zone, you're either prepared to save your ass and do that, or you are not. ja, und wenn du genug Schmerz, meistens braucht man ja genug Antrieb, um aus der Komfortzone rauszukommen, hast, dann wirst du das auch machen.
um dich selbst zu retten. Oder du bist es halt nicht, dann lass es halt sein. I hope for your sake that you are. Write down the word intent, write Ja, er hofft halt, dass für dein Wohl, dass es so ist. down the word healing. This process will be uncomfortable because you're now going to flex the muscles of intent. Ja, das wird ein unangenehmer Prozess sein, weil du jetzt die Muskeln des Willens anspannen musst, der Absicht. They're probably a little floppy, a little atrophied right now. Die sind wahrscheinlich ein bisschen schlapp und atrophiert. You probably don't think about healing that much. You probably think about your mental health issues. You probably think, I have CPTSD. I had a fucked up childhood. I'm addicted to this. I get depressed. I get anxious. Ja, du denkst wahrscheinlich immer noch, was habe ich da? Ich habe diese, ich habe das, ich habe jenes Symptom. Ja, das ist so diese neurotische Analysephase, Psychologismus würde man sagen. Ja, sich in Diagnosen ergehen. Ich mache das auch gerne, muss ich mal am Rand sagen. Ich habe ja ein Hobby draus gemacht, fast schon einen Beruf, um diesen Impuls umzuleiten. Aber man kann sich sozusagen daran verlieren. Er spricht halt an, was auf vielen Psychologie-Channeln passiert. Dazu werde ich in einem anderen Video nochmal Stellung nehmen, woher das kommt, dass die Leute sozusagen nie genug kriegen und dann in so einer Endlosschleife gefangen sind. Nach Trauma, nach Diagnosen, nach Beziehungen, wie auch immer. Aber das ist halt alles nicht zielführend. Das ist halt so Diagnoseebene, das sollte ein Fachmann machen, ein Tiefenpsychologe. Jetzt geht es sozusagen um die verhaltenstherapeutische Ebene, um das Handeln und das Umsetzen. Er kann es anscheinend nicht oft genug betonen. But we're not talking about that today because you've already talked about that, thunk about that, and read about that for years. And we're talking about healing, your healing. And we're talking about intent, your intent. Yours, it's not mine. It's not mine. My intent right now is to do this video for about 12 minutes and then I'm going to leave this office. I'm going to lock the door and I'm going to go home. And then this, for me, will be over because I'm separate to you. You're a separate individual in a separate timeline to me. I hope this information gets to you and that you use it because if you do, your life will take off. Wenn du es machst, wird dein Leben besser werden. Er ist nicht dein Papa, er geht danach nach Hause, er haut jetzt hier die Aufnahme raus, mach's Beste draus. If you're at the bottom, this technique will help your life to take off. You get up, you write down the word intent. You have an intent. Your intent is healing. What can you do today that helps you to heal? Was kann ich heute tun, was mir hilft zu heilen? What can I do today? What can I do? Not think, not read, not watch. Do Nicht denken, nicht lesen, sondern oder beobachten, sondern tun. today that's going to help me to heal. Not feel better, not numb out, not distract. Heal. Ja, nicht mich taub machen, nicht mich ablenken von meinen Problemen, nein, heilen. Do you have the intent to heal? Gute Frage. Habe ich überhaupt die Absicht, mich zu heilen? You already said yes. It's too late now. Du hast ja gesagt, du bist zu spät, jetzt bist du dran. Was er anspricht, ist, dass viele sich ja selber sabotieren, hatte ich an anderer Stelle schon mal gesagt, oder sozusagen unbewussten Mustern folgen und sozusagen sich im Leid ergehen oder unangenehme Dinge tun, sich selbst antun. Märtyrerkomplex hatte ich angesprochen oder ja, unaufgelöste Traumata etc. Ja, viele drehen sich gerne um sich selbst oder haben daraus sogar einen Beruf gemacht, ein Hobby. Gut. You already said yes. What can I do to help myself heal? Here's another muscle that's a little atrophied that we've got to work on and we've got to work into it every day. Well, you may need to work into this every day for 20 minutes, for 60 days before it reactivates. Will you? Ja, selber wie mit der Handübung. Das erzeugt sozusagen nur Effekt über Zeit. Die Bewegung den Muskel formt, deswegen ist die Atrophie-Analogie natürlich gut, formt der Gedanke das Bewusstsein, das kann man nicht oft genug sagen. Es ist auch ein Muskel, auch Willenskraft ist ein Muskel, man kann alles trainieren, ja, das wird meistens unterschätzt, die Psyche und der Gehirnapparat. Do you do that? Do you care enough about your life to do that? I hope that you do, because it's a precious gift. Ja, Leben ist kostbar. Und er hofft, dass du dich um dein Leben scherst, dass du dich selbst schätzt. Und das ist ihm alles sehr wichtig, klar. And if you can rescue yourself from this, you'll be a lot stronger in the future. So what can you do today to help yourself to heal? We're going to teach you to use your intent. We're going to teach you to focus on healing. Teach? No, not teach. Condition.
Ja, es geht nicht um Belehren, sondern um Konditionierung. Wenn man eine Handlung lange genug ausführt, wird sie zur Gewohnheit. Führt man irgendeine Handlung lange genug nicht mehr aus, ist die Gewohnheit halt aus dem Gehirn irgendwann wieder verschwunden. Die Leiterbahnen bauen sich halt ab. Unsere Neuroplastizität ist dynamisch. Condition. You're going to do this again and again and again until it's conditioned into your mind. You're going to set your intent. You're going to focus the machine, the unconscious mind, on your healing now. And you're going to ask yourself, what can I do to help me heal today? What should you do first in the morning? What's going to be a good activity, the first thing that you should do that's going to help you heal today? Would it be to meditate? Ja, also was könnte man denn so machen, damit ich besser heile? Er nimmt als erstes Meditieren. Das ist sehr gut, allgemein bekannt, dass das sehr wichtig sein kann, um die Hirnwellen ein bisschen abzuglätten sozusagen, ja, den Apparat ein bisschen ruhiger zu machen, deinen Fokus besser ausrichten zu können, ist sehr, sehr gut, gerade wenn man einen aufgewühlten Verstand hat gerade, ja. Ist auch schwierig, ist auch eine Übung, ja. Ich habe in phasenweise sehr viel meditiert, dann habe ich auch wieder Phasen, wo ich keine Lust habe, so ein bisschen wie Sport halt auch, ne? Da hat man so Phasen, da ist man unheimlich aktiv. Wenn man wirklich diszipliniert ist, macht man es eben zur Gewohnheit, kann ich absolut nur unterschreiben. Would it be to write your goals down? The first thing you do. Wäre es gut, seine Ziele aufzuschreiben. Would Und wenn man schreibt, wird immer noch mal ein anderes Gehirnzentrum aktiviert als beim Nachdenken. Also Journaling ist ja auch immer das Erste, was ein Psychologe sagen würde, eigentlich im näheren Umgang mit dem Klienten. Schreib mal auf. Mach mal ein Gedächtnisprotokoll, schreib mal auf. Oder in dem Fall affirmiere deine Ziele sozusagen. Ja, überzeug dich nochmal genau. Mach dich klar, mach dich gerade, geistig. would it be to walk outside and get some fresh air, get some sunlight? Ja, Sonne, Spaziergang, ganz einfache Dinge können sehr, sehr glücklich machen und sehr, sehr viel an der Psyche ändern. Sport will ich jetzt noch nennen, vielleicht schreibt das auch noch auf. Maybe listen to something. Maybe listen to this video. Maybe listen to some other videos. Maybe listen to some other speakers who you find inspirational. And then you can come back and write your goals down. You know, what can you do? What can you physically do that's going to assist you? Meditation or meditative style activity if you need to draw in order to get into a cool emotion. Ja, jetzt geht es um die Rahmenbedingungen. Wenn du zum Beispiel in einen meditativen Zustand kommst, beim Malen, sagt er gerade, ja, gibt ja Leute, die kreativ sind, dann solltest du dein Malzeug rausholen, jetzt in dem Beispiel. Emotional state, then do that. If you need to dance in order to get into a cool emotional state, you do that. Tanzen, erwähnt er. Ja, das ist sehr individuell. Auch bei Meditation gibt es halt Leute, die gerne Musik hören, die es gerne völlig still haben, die mit offenen Augen die Wand anstarren, die Augen zu haben. Ja, das muss man natürlich dann rausfinden. Aber das hatten wir ja im letzten Teil von State Management, dass man sich sozusagen seiner Handlungen bewusst wird und was die bewirken. Und vielleicht auch mal ein paar Dinge ausprobiert, wenn man es noch nicht gemacht hat. Das kann sozusagen im Leben nie schaden. Write down your goals for the day. Write down a list of things you need to get done that day. Write your goals down and include goals like, I want to feel good today. Er meint, als Ziel kann man auch auf die Liste schreiben, ich möchte mich heute gut fühlen. So you say, I'm going to go to the shop, I'm going to go to work, I'm going to take the cat to the vet. Ja, ich muss zur Arbeit, ich gehe was einkaufen, ich muss mich um die Katze kümmern. And I'm going to feel good. Ich I möchte mich want to gut feel fühlen. good today. And I'm going to do something towards my healing today. Und ich werde etwas tun, was meine Heilung begünstigt. What's the first thing you're going to do when you get up in the morning? What's your first activity? You choose it. You choose it. I recommend writing your goals down. Ja, er würde sagen, gleich mal morgens als erstes die Liste machen. Spending a little bit of time getting into a meditative state. Some sort of gentle exercise that involves you going outside is always good. The very first thing in the day. Ja, was empfehlenswert wäre, ja, vielleicht meditieren, wenn man es dann morgens kann. Ist ja immer auch vom Individuum abhängig, was tun, sich betätigen, ja, ins Handeln kommen letztendlich, ja, sich einen positiven Ablauf schaffen. Was eigentlich so augenscheinlich ist. Es ist ja jetzt kein Hexenwerk, ja, aber das ändert so viel am mentalen Zustand, da muss ich ihm zustimmen. So I highly recommend that. You've got stuff to do. As you're writing your goals down for the day, write down the stuff to do goals and write down that you're going to feel good. And then draw a picture of yourself or a smiley face or a dancing person or something that makes you giggle, that it goes down in the list of feeling good. Mal noch ein Smiley darunter, wie du dich in dem Moment, wo du dich gut fühlst, so als kleiner Anker. And write down that you're looking to heal
today. A little bit, a little step every day towards healing. And the next thing you're going to do is you're going to ask yourself, what can I do to support myself in getting all this done? Zweiter Punkt, wie kann ich mich selbst dabei unterstützen, Support, um das hinzukriegen? Okay. Binge watching a TV show on Netflix for 6 hours. Ja, also Netflix gucken für 6 Stunden hintereinander. Wird mir das helfen? Kleine ketzerische Gegenfrage. That's not going to help. Watching a load of TV, that's not going to help. Staying up until 3 o'clock in the morning, that shit ain't going to help. Get up early. Steh lieber früh auf, nicht bis in die Nacht. Zugegeben, es gibt manche Leute, die sind einfach Nachteulen. Das hängt auch ein bisschen vom Individuum ab. Da nehme ich mich jetzt selbst mal in Schutz, aber er hat an sich recht einen Frührhythmus. Ist an sich immer produktiver. Ich glaube, das weiß jeder irgendwie aus eigener Erfahrung. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. And start the day right. People with CPTSD and mental health issues we can't do what everybody else does. We can't afford to just roll out of bed. You've got to have a discipline. Er sagt gerade Leute, die einen an der Waffel haben, um es jetzt mal umgangssprachlich auszudrücken, die Trauma haben, und für ihn ist ja letztlich alles irgendwo ein Derivat von Trauma oder fast alles hat man im anderen Teil. Wir können es uns nicht leisten, lange zu schlafen oder lax zu sein an der Stelle. Das ist nun mal leider so. If you want to get better, you've got to have a structure and you've got to stick to it. Ja, Struktur ist sehr wichtig, absolut. And you've got to be tough and you've got to be strong, because those flabby muscles be like, this. Ja, die atrophierten Muskeln, ja, das kostet erstmal eine Menge Überwindung. Aber ja, das erzeugt gewaltige Effekte eigentlich. Ja. Da hat er schon recht. Gerade aus einer langen depressiven Phase oder aus einer traumatischen Phase, Angstphase, was auch immer, erstmal rauszukommen, erstmal wieder in den Rhythmus zu kommen. Ja, was ich jetzt ergänzen würde, ist aus meiner eigenen Erfahrung, man braucht immer so Absprungpunkte. Ja. Manchmal ist man dazu einfach nicht bereit. Ne. So wie Neujahrsvorsätze, ja, die sind natürlich nicht so gut. Oder Frühjahr ist ja ein guter Punkt. Oder ja, so ein bisschen, ja, eine Zielvorstellung sozusagen, eine gute Grundstimmung. Also ich glaube nicht, dass man das völlig zerstört hinkriegt. Aber wenn man so einen Punkt erreicht hat, ist man leider auch immer geneigt zu sagen, ja, morgen oder so. Ne. Also da muss man sich irgendwo am Schlawittchen packen, da hat er schon recht. Und sich erstmal eine Struktur verpassen und dann mal schauen, wie es dann aussieht nach ein paar Wochen. Ja. Und so ist es. Das sind ganz einfache Dinge, die er beschreibt, aber die doch signifikant sind. This hurts. I don't want to do this anymore. And you've got to be like, no, keep going, because only through use will they grow. They've got to be used in order to grow. So get up early, meditate, write your goals down, gentle exercise or hard exercise if you like. Do you schedule it in there? Write down your actual goals for the day. Write down the goals for your life. You're going to write a book. You're going to direct a film. You're going to travel to Bangladesh. I don't know. Ja, willst einen Film, ein Buch schreiben, einen Film machen, nach Bangladesch reisen. Egal, erstmal meditieren, Ziele aufschreiben, Sport und dann halt die Liste. What you're doing. Write all that down. Make sure that you write down it's also your goal for the day to be feeling good and to move towards healing. Then you're going to ask yourself, what can I do to support myself? Sleeping unbroken for 7 hours plus will dramatically help you. Und da stimme ich ihm zu, Schlaf ist so wahnsinnig wichtig. Wenn man es natürlich nicht kann, weil man gerade an einem schlechten Punkt ist, okay. Dafür muss man sich sozusagen auch einen Rhythmus schaffen, eine Rahmenbedingung, klar. Okay, in a regular pattern, get to sleep before 12 o'clock at night, get up around 7 o'clock in the morning. Maybe a good schedule would be 11:30, 6:30. You're actually in bed, lights off, no phone, nothing at all, and ready to sleep at 11:15. You go to sleep by 11:30 and you wake up at 7:30 and you do the same pattern every day. So sleeping unbroken is essential, and it needs to be at night, it needs to be in the dark, it needs to be in the quiet. Ja, es muss dunkel und licht- und schallfrei sein. Ja, das Handy vor allen Dingen, ja, und da muss ich sagen, bin ich auch immer sträflich. Sollte man nicht mit ins Bett nehmen. Man kann es ja auf stumm schalten zumindest. Gut, aber es geht nicht um die elektromagnetische Strahlung, aber um das blaue Licht sozusagen. Da gibt es auf jeden Fall Studien zu, wollte ich ergänzen, dass das blaue Licht des Handys, wenn es da irgendwo noch läuft, den Schlaf sozusagen stört, ja. Drink plenty of water.
this is something else I can do. Support myself during the day. Ja, Wasser trinken ist an sich nicht schlecht, ja, man soll ja davon auch abnehmen, ist wohl nicht ganz so, es verbraucht halt ein paar Kalorien, wenn man sich da 2 Liter Wasser reinknallt, aber wenn man morgens aufwacht, fehlt einem eigentlich erstmal ein halber Liter Flüssigkeit und Kaffee entzieht dem Körper eher Flüssigkeit, also es ist immer nicht schlecht, noch ein Glas Wasser hinterzukippen. An sich ist Trinken gut, um die Nieren durchzuspülen, um den Organismus anzuregen, ja, es ist nicht das Allheilmittel, aber es sind halt viele Kleinigkeiten, auch das gehört dazu, denke ich, gute Hydration. I don't like the taste of water. Well, be an adult and just put it in your stupid body anyway. Or you can get some sort of light flavoring for the water. That also is acceptable. Ja, du kannst auch ein bisschen Geschmack ins Wasser machen, eine Zitrone oder was weiß ich, klar, wenn du kein Wassertrinker bist. Hauptsache keine Cola. Carry a bottle of water around, stay hydrated all the live long day. Caffeine, sure, don't abuse it. Because if you have CPTSD, if you're emotionally dysregulated, it can make you worse. Ja, Kaffee gibt nämlich einen wahnsinnigen Insulin-Spike, könnte ich jetzt ergänzen, also Insulinanstieg. Insulin ist das Stresshormon, was in zu großer Menge gerade morgens ausgeschüttet wird. Man hat morgens doppelt, dreimal so viel, wie man abends hat. Und wenn man noch einen Kaffee draufkippt, geht dein Stresshormonspiegel halt richtig durch die Decke. Und wenn du schon, wie er sagt, dysreguliert bist, kann Kaffee dich sozusagen nochmal richtig schicken. Ich habe an mir selber festgestellt, da ich ja Schmerzen habe, sehr viel, dass ich morgens einen extrem hohen Cortisolspiegel habe. Und es wirkt sich auch direkt aus auf meine Stimmung, auf mein Wesen so ein bisschen. Man ist ängstlicher. Ja, keiner ist morgens besonders gut drauf in der Regel. Also wenige Morgenmenschen gibt es, aber ja, da kommt sozusagen mal das böse Erwachen für viele auf jeden Fall. Und abends ist man eigentlich eher gelöst. Ich glaube, das ist bei der Mehrheit der Menschen so. Und das liegt auch an diesem Cortisolspiegel, sollte man nicht unterschätzen. Deswegen ist zu viel Kaffee auf jeden Fall nicht gut, ist außerdem eine Sucht. Und was ich noch ergänzen wollte, ist, das hat Jordan Peterson gesagt und aus seiner Praxis als Therapeut, ganz viele Leute mit Angststörungen beispielsweise oder emotionalen Dysregulationen, hat er empfohlen, ganz platt ein kräftiges Frühstück zu essen. Ja, die haben nicht gefrühstückt. Ich bin auch so jemand, der ungern frühstückt, mal so, mal so. Aber einfach Fett, Speck und Eier und Toast. Richtig ein fettes Frühstück. Und dann ging nämlich genau, glaube ich, auch der Insulinspiegel hoch, der Cortisolspiegel ein Stück runter. Und auf einmal ging es denen viel besser, nur weil die angefangen haben zu frühstücken. Manchmal ist es so banal. Also, was er hier macht, ist ja jetzt kein Hexenwerk. Aber nur um das mal zu verdeutlichen. All drugs, whether they're over the counter, prescribed or non-prescribed, if they alter your emotional state and your psychology, you've really got to do whatever you want to do what your religion says you should do what your doctor says that you should do, but you need to make some choices in your life, because if you're taking an exogenous external substance that alters your hormonal state, your emotional state, your psychological state, it's impacting your state overall. Ja, er spricht an, egal ob du jetzt religiös bist oder dein Arzt es dir verschrieben hat oder was auch immer, sobald du die Dinge von außen reinpfefferst, die dich emotional dysregulieren, die deinen State, deinen Zustand ändern, was auch immer es ist, ja, verzichte drauf, besser ist es. Ja, durchaus. Gerade bei Co-Abhängigkeit, könnte ich da mal ergänzen, da ist meine Ehe sozusagen ja sehr suchtausgerichtet, ist es sehr empfehlenswert, sich gar keine Substanzen groß zuzufügen. Ja, aber muss jeder sich selbst austarieren. Ja, ich zum Beispiel tendiere dazu, doch hier und da mal ein Glas Wein abends zu trinken, um besser runterzukommen. Wenn man es natürlich zu regelmäßig macht, dann funktioniert es nicht mehr und kann sich sogar ins Gegenteil umkehren. Alkohol kann den Schlaf auch sehr zerstören. Ja, wie gesagt, ein bisschen Diszipliniertheit ist gut. Ich weigere mich, ein Mönch zu werden und jetzt allem zu entsagen. Wer ich jetzt, ist meine Linie. Muss jeder selber sehen. Ja, weil wenn man meiner Meinung nach das jetzt aus einer schlechten Phase kommt, dann muss man sich sozusagen ein bisschen ins Über-Ich gehen und sich ein bisschen zwingen, wie er schon sagt. Aber wenn das ganze Leben nur noch Zwang ist, können da auch wieder psychologisch schlechte Folgen dabei rauskommen, ja, dass man dann sozusagen so zwanghaft wird und so überdiszipliniert, und das verursacht auch wieder psychosomatische Schäden unter Umständen. Nur mal als Einschub, auch wenn ich dem Ganzen hier zustimme. And it might not be supporting you. So if you come to me and you go, I'm depressed, and we find out that actually you're dehydrated as shit and you've slept a total of 6 crap hours in the last 3 days, is your problem some psychological issue called depression? Or are you a physical entity running on empty? Er sagt es gerade, also wenn du da nicht 6 Stunden schlechten Schlaf hast
und nicht trinkst und du kommst hin und sagst, ich habe Depressionen, dann überleg mal erstmal, was für Voraussetzungen du geschaffen hast. They're two different states. They're not the same thing. Like, I wouldn't get really, really tired, really hungry, run over by a bus, and then be all mangled and go, oh, this is anxiety. I'd be like, no, you got hit by a bus and you were exhausted anyway. So. Wenn einer sagt, er wurde vom Bus erwischt und liegt da auf der Straße rum und sagt, hey, ich habe Angstzustände, dann würde er sagen, ich glaube, der Bus hat dich erwischt und dir ging es schon vorher nicht gut. It's a physical problem, it's not a mental one, right? Do we all know that? Sometimes when I'm reading stuff online about psychology, I'm not sure people know this. Manchmal liest er sich Sachen durch, psychologisch von Leuten so Berichte und fragt sich, ob sie nur auf der Kopfebene unterwegs sind und dabei unterschätzen, wie wichtig der Körper ist. Gesunder Körper, gesunder Geist. There's a distinction there. So support yourself. Eat well. Ist gut. Das nächste, klar, Ernährung, wichtig. Eat the right amount for you. What is the amount of food that makes you feel good, light, energized, ready to take the world on? When should you eat? What should you eat? How should you eat? Should you be sat down? Should you be stood up? How do you take on your food? How do you do it? Maximize your energy. So whatever you're eating, whenever you're eating, think, is this going to support me in getting all of this done, feeling good, healing, because my intent is towards healing, or does it hinder me? Ja, er spricht die Ernährung an. Ich glaube, das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, jeder hat schon ganz gut Erfahrung mit seinem Körper und weiß, wenn er sich Pizza und Nudeln reinknallt und dann nur noch so fettverdauend da liegt und total Kohlenhydrat zugeknallt, dass er nicht so leistungsfähig ist, auf jeden Fall nicht langfristig, als wenn er sich auch mal was Leichteres gönnt. Ja, absolut. Ich glaube, dazu muss man jetzt nicht viel sagen. If it doesn't support you, it's hindering you. So don't do it. Don't eat a load of food an hour before going to bed. That's not intelligent. It's like doing really high intensity cardio 2 hours before you're planning on sleeping. It's not going to work well for you. If you're sensitive to caffeine, don't drink any more caffeine after 1 o'clock in the afternoon. Food wise, I don't have an opinion on what people shouldn't eat. As far as I can tell, it seems to be very much down to genetics and individuals. But that I know there are certain foods that I can and I can't eat. I've studied. Ja, er sagt ungefähr das Gleiche. Ist jede Genetik, auch jeder Mensch ein bisschen individuell, aber wenn man Erfahrung hat damit, mit seinem eigenen Körper eine Weile auf dem Planeten ist, dann wird man ja schon rausfinden, was einem gut tut und was nicht. Und wenn nicht, sollte man sich mal separat mit Ernährung ein bisschen beschäftigen. I've lived in this body now for a certain amount of time, a certain number of decades, and I've learned if I eat this food at this time, I'll feel good. If I eat this food and this amount after this much training or this much work, I'll feel good. And I'm feeling good and my intent is towards healing. So sleep, drink the water, eat well. Drugs, I'm not going to tell you to do anything that is against what your doctor has told you to do, but certainly if you take recreational drugs on Saturday night and show up on Tuesday and tell me you're depressed, you're not depressed, you are a divvy, which is a Scouse term meaning a not very intelligent person. Ein Divi ist eine nicht sehr intelligente Person, wenn du bei ihm erscheinst und am Samstag dir was geballert hast und am Dienstag sagst, ich habe Depressionen. Frag dich mal, was du beim Psychologen willst. You take MDMA on Saturday, you snort cocaine and ketamine on Friday, you're going to feel bad on Tuesday because that's how drugs function, homies. That's what it does to your body. So, Homies, so funktionieren Drogen. Es gibt dir ein High und danach hast du den Entzugszustand. Ja, wenn du MDMA knallst, wie er sagt, ja, danach bist du automatisch depressiv, weil es die ganzen Glückshormone ausschüttet, Serotonin ohne Ende. Wenn du dir Coca oder Ampfer gibst, dann haust du halt das Dopamin raus und danach bist du demotiviert erstmal, ist klar. Danach hast du keinen Antrieb, irgendwas zu machen, weil deine Dopaminregulation dysreguliert ist. So, das sind Basisweisheiten. Similarly, if you're drinking loads of alcohol, or even alcohol is one of these weird things that culturally everybody thinks is okay to do. I'm not against it. I'm not against recreational drugs. Do what you want. It's your body. But we're doing an exercise for people with mental health issues whose intent is to heal. Wir machen hier was für Leute, die einen an der Waffel haben und jetzt mal salopp ausgedrückt und heilen wollen. Und er macht keinen Unterschied zwischen Alkohol und anderen Drogen, trotzdem Alkohol anerkannt ist. Und das würde ich total unterschreiben. Das ist mir wirklich wurscht.
jeder soll nehmen, was er will, oder am besten gar nichts davon nehmen, aber da einen Unterschied zu machen, dass das eine jetzt gut ist oder schlecht. Alkohol ist eine der härtesten und schlimmsten Drogen überhaupt. Wie gesagt, man schläft davon schlecht eigentlich, man vergiftet den Körper gezielt sozusagen. Zum Abnehmen ist es auch schlecht, weil es Glykogen enthält und sozusagen sehr, sehr carblastig ist. Ja, und auf die Leber geht und sozusagen die Fettverbrennung unterbricht und so weiter und so weiter. Also andererseits, und da muss ich mal einschieben, es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Ja, es gibt, was weiß ich, in Italien oder in anderen Kreisen irgendwelche Leute, die sind 110 geworden und haben jeden Tag ein kleines Glas Wein getrunken oder so, weil es ja auch den Kreislauf anregt und so weiter und so weiter. Die Dosis macht das Gift. Eine Zigarette am Tag killt Bazillen in der Lunge quasi sogar und Bakterien und was weiß ich. Ja, Nikotin ist ja ein Nervengift. Also, wenn wir das einhalten könnten oder weiß ich nicht, auch die anderen Dinge, die er genannt hat, in einem gewissen Maß, wenn man das einhalten könnte, und da liegt ja meistens das Problem, dann ist das alles an sich nicht schlecht. Es geht hier nicht um eine moralische Wertung, man muss sich selbst kennen und sich selbst schätzen und dann denke ich, kann man sich hier und da auch mal belohnen. Das wäre jetzt mein Standpunkt. Oder man lässt es halt komplett und wird zum Monk, was auch völlig okay ist. You can't do both. You can't be like, oh, I'm really focused on my healing right now. Yeah, I got smashed out of my brains last night, and then the night before I was smoking loads of weed, and the night before that I was snorting coke. It's like, ladies and gents, some of these problems that you have, they're physical. You're not taking care of yourselves physically. Similarly with the eating thing, food, after I gave up drugs in my 30s, I switched to food and I got too heavy. And that then has a psychological and emotional impact. So the food thing is really, really... Er spricht an, dass er bis 30 halt sehr viel Drogen genommen hat und dann eher auf Essen umgestiegen ist und dann fett geworden ist. Kann ich von mir auch an anderer Reihenfolge nachvollziehen. Findet sozusagen immer Suchtverlagerung statt. Da würde ich jetzt trotzdem sagen, dass gerade bei sowas natürlich psychologische Hintergründe dabei sind. Also reine Disziplin wird nicht reichen. Man muss vorher, und das haben wir in den vorigen Kapiteln gemacht, natürlich sich schon ein bisschen ergründen und sein Problem finden und psychologisch-therapeutische Arbeit machen. Aber es geht halt Hand in Hand mit physischen Veränderungen, wie er hier sagt. Critical. The more you sleep, the less you will want to eat. That's science. The more you sleep, the more fat you will burn. Das ist interessant, da hat er recht, desto mehr du schläfst, desto mehr Fett wirst du verbrennen, desto weniger Hunger wirst du haben. Schlafen ist so das Beste, was du machen kannst, eigentlich das Gesündeste. The more muscle you will retain. That also is scientifically proven. The more you sleep, the more beautiful you are. Truth. Du wirst auch immer schöner dabei, der Schönheitsschlaf. More water, more beauty, feel good, look good, happy days. Drugs age you, they make you a weirdo. I know, I have been a drug addict. They make your personality eventually turn to shit. Die machen dich zum Weirdo, zum komischen Vogel, wandeln deine Persönlichkeit um, ja, durchaus. They're always affecting you more than you think. You're like, I've only had a few drinks, I can take it. It's like, you think you can, but we can all see that you can't. So you've got to be really, really careful. Drugs, whether they're recreational and medical, you've got to question their usage. What else could you be doing to alter your state? Write it down now on the pen and piece of paper that you got because you're so committed to healing. Ja, wenn du wirklich heilen willst, dann fallen dir vielleicht noch ein paar andere Punkte ein, die dir gut tun könnten. What else could you do? What makes you feel good? What would move you towards healing? So you're asking the question here, what can I do that moves me towards healing and having fun? Was kann mich in Richtung Heilung bewegen und macht noch Spaß dabei? Some parts of the healing process are like where you get angry and you get sad and you cry and then the tears come out your nose and the snot runs down to your chin and it's not pretty. Getting really angry, that's not pretty. Er sagt gerade, wenn dir die Tränen kommen und der Rotz aus der Nase oder sauer oder traurig wirst bei dem Heilungsprozess, das ist nicht schön. But that's part of you. A lot of the healing process though, in my experience, was doing this. It's just repetition. Ja, in seinen Augen war das wesentlich wichtiger als die Therapie. Ja, einfach nur das hier auf Wiederholungsschleife über einen längeren Zeitraum hat mehr gebracht als vieles andere, als sich nur im Kopf aufzuhalten.
So it wasn't hard. There's been moments that are like that, but they're few and far between. Ja, also Rückfallmomente, die er gerade beschrieben hat, die gibt es immer mal wieder, das ist okay, dann wird man halt geprüft. Aber es wird sozusagen mit der Zeit weniger, ja. Over the years, like major therapeutic incidents of crying and getting really angry over a 20-year consistent effort, 5, 6 times. 5, 6 Mal hat er so richtige Crashes gehabt oder Zusammenbrüche, Rückfälle, emotionale Flashbacks, wie er selber sagt. In den letzten 20 Jahren, das ist völlig okay, würde ich sagen. It's not that bad. And I was doing all of the wrong things up until 6 years ago. I was flapping around trying different people's stupid made-up systems of therapy that. Er hat bis vor 6 Jahren auch nur gesucht und war am Hin- und Herschwanken und bis er sich selbst sozusagen aufgeschwungen hat, ein eigenes System zu entwickeln. Really weren't moving me forward. In the last 5 or 6 years, I formulated my own system for myself because one didn't exist that was out there. So when you think healing, don't think like crying and, you know, punching the pillow and going, I hate you, Mom. Wenn es um Heilen geht, sollst du nicht, und da sehe ich wieder ziemlich weibliche Sicht drin, heulen, damit es mir dann besser geht und dein Kissen schlagen. Und Maybe it will. There might be days like that. But the 99.999% of you healing and getting better is just this. 99,99% der Heilung ist das. Chaos probably led you to where you are now. Whether it was a bad childhood or a bad relationship, it was probably chaos. Chaos hat dich dahin gebracht. Schlechte Kindheit, Beziehungen, was auch immer. Out of that chaos, you now need to bring order and structure. Ja, und aus dem Chaos muss Struktur werden. Chaos and darkness is like an infection and it breeds chaos. Ja, Chaos und Dunkelheit sind wie eine Infektion und ja, die dann wieder Chaos generieren. And darkness. Now we're bringing order and light. And we can have fun while we do that. Because if we've had CPTSD for years, we've had enough chaos and darkness, thanks. Ja, wenn man das eine Weile durchgemacht hat, hat man genug Chaos und Dunkelheit. Und wir könnten auch noch Spaß dabei haben. We'd like to heal. We'd like to be strong again. And we would like to enjoy the process. All of this is here. So you can get from one state to another state and enjoy the process as you move forward. Please do this for yourself. Bitte macht das für euch selbst. Ja, und macht es für euch angenehm. If you had a shit childhood, this is what your parents were not prepared to do. So you probably lack agency and you probably lack a decent executive function. Ja, beim schlechten Kindheit fehlt sozusagen dieses Self-Parenting, eine gute exekutive Funktion, sagt er. Also das ist sozusagen die väterliche Seite des Self-Parenting hier. Ja, das Machen, ins Machen kommen, ja, gerade Leute, die damit Probleme haben, sich einen Plan zu machen, sich eine Struktur zu machen. Absolut. Decent self-governance. That was my problem as well. Making myself do exercises like this. It's not about being a badass. It's not about being hard. It's not about some big Herculean effort. Es geht nicht darum, hart zu sich selbst zu sein, badass zu sein, um eine Herkules-Aufgabe sich zu stellen. Aber es kann sich in dem Moment so anfühlen, muss ich durchaus sagen. Also ein bisschen so, um in die Gänge zu kommen, ist das gar nicht so schlecht. Sich so zu pushen, sage ich mal. Okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Ja, Toxic Masculinity. It's daily grind. Just put it in, put it in, put it in, put it in. And then when you're not sure what to do, put it in, put it in, put it in. Because that was what your childhood would have looked like. It was day after day after day. So now we have to counteract that day after day after day. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht übersetzen. Reputation, Konditionierung. Und das ist das, was meistens, sagt er, in der Kindheit gefehlt hat, nämlich Kontinuität. Ja, das ist meistens das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Man kann ein Kind sehr streng oder auch sehr lax behandeln. Aber das Schlimmste, was du dem Kind antun kannst, auch psychologisch betrachtet, wo wir gerade an der Stelle sind, ist Diskontinuität, Ungewissheit. Das erzeugt Wahnsinnsprobleme in der Psyche sozusagen. Ich erwähnte mal die Hunde in dem Käfig, die dann nicht wissen, ob ein Stromstoß kommt oder ob sie gestreichelt werden. Die werden irgendwann richtig verrückt und also irgendwann drehen die völlig durch. Erwähnte ich mal an anderer Stelle.
Don't worry, you don't have to do as many days as was in childhood. This is more powerful than that because you're an adult now, not a child. If the trauma didn't come from childhood, if it came from a bad relationship or a bad situation that you were stuck in for a while, it's exactly the same principle. Nothing changes. Er sagt, bei toxischen Beziehungen oder anderen Krisen ist es eigentlich immer das Gleiche. Ja. Und die meisten, muss ich ergänzen, ergehen sich so ein bisschen im Selbstmitleid, ne, in der Märtyrerrolle und kommen sozusagen nicht ins Handeln. Manchmal braucht man einfach einen, der einen mitzieht, muss ich auch mal sagen, der einen pusht gegenseitig, der einen ein bisschen positiv mitnimmt. Oder wenn man das gruppendynamisch löst, wenn man in die Imitationsgruppe geht oder ins Fitnessstudio mit Leuten. Oder ja, es ist immer gut, sich sozusagen sozial immer nochmal abzusichern, sich positive Feedback-Loops zu bauen. Same principles apply. Please, please, please do this for yourself. It works. I'm living proof. It's nothing. There's no hard psychoanalytic concept here. There's no, weird technical terms. Insanity, which means non-sane, means non-healthy. Sane is... Insanity im Englischen verrückt heißt nicht gesund. It's an old, they still have it in Italian. It's an old Latin word for health. Insane, non-sane, non-healthy. Dirty, chaotic, dark. That's where we've come from. That's what brings us to a place where we'd want to bother to spend our time watching Fortress Mental Health Protection System videos instead of watching cute kittens fall off skateboards, right? Und weil wir aus der Dunkelheit raus wollen, aus dem Chaos, schauen wir uns gerade das an und nicht Katzenvideos, wo Katzen von Skateboards fallen, nicht wahr? So it was darkness and chaos, and we want order and light. Ja, Darkness und Dunkelheit und Chaos und wir wollen Ordnung und Licht. Structure, discipline. Wenn ich es jetzt ein bisschen abstrakter sehe, wir hatten ja das toxische Über-Ich sozusagen, jetzt ein gesundes Über-Ich zu installieren, also eine gesunde Zwanghaftigkeit, ja, nicht sich total durchzustylen und durchzuregulieren und wieder so in die andere Richtung zu fallen, aber eine gesunde Routine zu entwickeln, würde ich dabei ergänzen. Order, light, summon it into your life. It works. The reason why all the religious systems across the world have some concept of prayer, some concept of summoning, some concept of asking for help is because it works. Warum haben alle religiösen Konzepte etwas in sich mit Beten, mit rituellen Handlungen? Weil es funktioniert, sagt er. Order and light and healing in your life. So you set your intent and you write it down and you do it. You have fun and you do it for the highest good of all concerned. Because if you heal, everybody heals more. Ladies and gentlemen. Ja, und was das für einen positiven Effekt auch auf dein Umfeld hat, wenn du heilst, heilen alle anderen um dich rum sozusagen auch. Wenn du deine negativen Emotionen und deinen Quatsch mit dir klärst, bist du auch für alle anderen positiv oder besser erträglich, sagen wir mal, ja. Thank you very much for your time and for your attention. And I'm sure I'll speak to you again very soon. Cheers. Ja, vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Das mit den Untertiteln tut mir wahnsinnig leid an der Stelle, weil es so eine wichtige Message war. Ging bei dem Video nicht, sage ich nochmal. Ich denke, es war so geradlinig und so klar, auch vom Englisch, dass die meisten das verstanden haben, worum es hier geht. Dadurch ist es wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Ich kann das, was er sagt, wahrlich unterstreichen. Das hört sich so leicht an, das ist so wichtig. Ja, zu einem integrativen, sagen wir mal, Life-Coaching-Aspekt ist das hier ganz, ganz essentiell. Ich glaube, wenn jetzt 100 Leute zu mir kommen würden, würde ich sagen, ist eine reine Schätzung, sagen wir mal 50. Wenn sie nur das ändern, wäre das Problem praktisch schon erledigt. Ja. Der Rest braucht halt noch einen kleinen Push und ein bisschen Reflexion und ein bisschen innere Kindarbeit und so weiter. Ist ja auch alles wichtig. Oder eine klare Ansage. Es kommt halt immer auf das Individuum an. Das ist ja nicht bei allen gleich. Und dann lebt man schon ein besseres Leben. So, in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Meine Arbeit endet hier. Eure beginnt jetzt. Ahoi und bis bald.